herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update in diesem Oktober. Und ich habe vom letzten Mal gar nicht die Steine alle wieder weggeräumt, denn ich möchte heute in diesem Update tatsächlich noch einmal hinten am Bahnhof weiterarbeiten. Da ist ja noch ein bisschen was zu tun grundsätzlich, aber heute möchte ich hier vor allem ein paar Dinge angehen. Ich hoffe, dass es auch klappt, und zwar möchte ich hier den Straßenbereich angehen, dass hier halt einfach mal die Lücke geschlossen wird auf der Platte und dann auch mal schauen, ob wir hier den Übergang rüber zum ersten Bahnsteig hier bearbeiten können und vielleicht auch ein bisschen am Bahnsteig selber arbeiten und einfach mal schauen, was sich hier so ergibt. Vielleicht bauen wir auch hier unten die Fassade noch ein kleines bisschen weiter, einfach damit sich hier langsam mal so ein Gesamtbild ergibt. Muss ich mal schauen, was die Steine hergeben, was das Budget für diese Folge hergibt, denn ihr habt es ja auch in der letzten Episode gesehen, dass das letzte Update doch recht kostspielig war. Aber es ist ja ein Projekt, das auf Dauer ausgelegt ist, und ich denke einfach, dass langfristig gesehen das ganze Projekt sich finanzieren wird und auch refinanzieren wird. Und ich denke, da machen wir heute einfach mal hier am Bahnhof weiter. Die ersten Arbeiten am Bahnsteig beginnen, wie ihr sehen könnt. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal angefangen, die grundsätzliche Konstruktion des Bahnsteigs anzufangen. Hier an der Fassade ist auch schon ein kleines bisschen passiert, nicht viel. Aber ihr seht jetzt, dass der Bahnsteig hier in seiner Grundform entsteht. Ich habe auch mich darum gekümmert, dass hier der Aufgang funktioniert. Und was auch ganz wichtig ist, hier ist ja eine Modulgrenze, das heißt, das Ganze muss trennbar sein. Das seht ihr, wenn ich jetzt mal hier ein bisschen anhebe, dass sich das Ganze hier trennen lassen würde. Das Ganze ist jetzt sozusagen die Grundlage, darauf kommt, man sieht es da hinten, Light Bluish Gray, nicht Dark Bluish Gray wie in der ursprünglichen Layout, sondern Light Bluish Gray, einfach um die Kontrast zu erzeugen. Die Gleise selber machen wir heute noch nicht, dafür fehlen mir eigentlich auch hauptsächlich die Steine. Aber ich würde gerne hier das da weiterziehen, ein Stück nach hinten, vielleicht auch die Fassade noch ein bisschen anfangen und erste Überlegungen, wie wir hier mit der Überdachung arbeiten können. Da habe ich ein paar Ideen, da würde ich gerne heute schon mal anfangen, das anzufangen, auch um dann eure Meinung darüber zu erfahren. Also ich mache jetzt hier weiter, ich wollte euch nur zeigen, und eine kleine Anmerkung. Normalerweise mache ich das ja nicht so, aber ich habe das hier jetzt relativ hübsch mit Schwarz abgetrennt. Auch normal würde ich das hier auch gar nicht zubauen, sondern offen lassen mit irgendwelchen lustigen Farben, so wie ich es auch hier in der Mitte gemacht habe. Aber da man diese Seite relativ lange noch sehen wird, weil ja der nächste Tisch erst in einiger Zeit dazukommen wird, dachte ich, mache das hier ein bisschen hübscher, einfach damit das hier, wenn man sich das Ganze hier anschaut, hübscher aussieht und nicht so ein Farbenwirrwarr ist, wie wir es im alten Layout hatten. Ich habe jetzt mal angefangen, mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie hier die Oberfläche aussehen soll. Und ich habe mich auch ein bisschen versucht, besser in das Blindenleitsystem einzulesen. Und ich habe mir auch Fotos angeschaut von verschiedenen Bahnsteigen. Und ich glaube, dass das hier eine ganz gute Lösung ist. Also vorne dieser weiße Streifen in einer Reihe in ganz normalen Flat-Tiles. Dahinter einmal in dem Light Bluish Gray und dann in dieser Riffeloptik und dann nochmal ganz normale Platten in Light Bluish Gray und dann eben hier zur Tür hin dieses T. Ich glaube, das ist relativ realistisch, zumindest realistisch so gut, wie ich es jetzt hier einbauen kann, und ich glaube, es wirkt auch ganz gut. Ich muss mir jetzt gleich nochmal überlegen, wie ich hier weitermache. Ich brauche ja auch irgendwo noch die Position für die Pfosten, die dann eben das Dach halten sollen. Und wir brauchen natürlich auch noch irgendwie Sachen wie Bänke und was auch immer. Und ich muss auch noch die Stromversorgung hier reinlegen für die Bedachung natürlich. Das heißt, das werden wir auch gleich noch machen. Da habe ich überlegt, dass ich natürlich von dem Modul hier reinlege und wir dann einen Konnektor machen, denke ich mal, damit ich das Dach abnehmen kann, wenn ich es brauche, um eben Figuren reinstellen zu können, etc. Auf jeden Fall baue ich jetzt hier weiter. War ein kleiner Zwischenschritt für euch, aber gleich geht's hier weiter. Weitere Fortschritte, wie ihr sehen könnt, nicht nur, dass die Pflasterung hier ein ganzes Stück vorangeschritten ist. Ich habe mich jetzt auch um den Übergang von hier unten nach da oben gekümmert. Wie gesagt, im letzten Video, ich habe diese roten Zäune hier benutzt, weil einfach rot auch für Bänke und auch eben für Mülleimer hier im Bahnhofsgebäude und Gelände benutzt wird. Passt einfach thematisch ganz gut. Und das ist die Säulenkonstruktion, die jetzt gleich in Kürze heute noch das Dach hier draußen tragen wird. Da übernehme ich die gleiche Konstruktion, die wir auch dort hinten haben. Ihr seht es da ein bisschen. Das ist die gleiche Säulenkonstruktion hier draußen, einfach um so ein bisschen eine thematische Verbindung als auch Designverbindung zu haben. Und ihr seht hier, das ist eine Besonderheit, hier unten drin, etwas tiefer gelegt, ist ein Konnektor.
Kennt ihr auch vom Straßensystem oder davon, dass man eben die verschiedenen Stockwerke von den Gebäuden abnehmen kann, ohne dass man eben einen Kabelsalat hat. Und dieses Kabel geht da hinten hin zum Verteiler. Und hier haben wir dann die andere Säule, momentan noch eine Testsäule, da ist einfach jetzt oben jetzt so ein Striplight dran. Und wenn ich jetzt diese Säule hier reinbaue, seht ihr, dass hier das Licht angeht und das ist der Weg, wie hier gleich in Kürze die ganze Beleuchtung hier oben realisiert wird, so dass ich auch das Dach abnehmen kann. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung. Ich baue weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an. Ich bin tatsächlich noch ein ganzes Stück vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Die Fassade ist soweit fertig. Eigentlich ist alles soweit fertig für das heutige Update, dass wir jetzt hier gleich noch das Dach draufsetzen können. Dann kommt auch die fehlende Beleuchtung hinzu. Dann kommen noch ein paar Minifiguren hinzu, würde ich sagen. Und dann seht ihr auch hier schon, ich habe noch mal ein bisschen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, dass wir hier noch ein bisschen die Straße fließen können. Einfach damit es hier ein bisschen kompletter aussieht. Hier ist das Kabel schon mal rauskommend. Das Dach, kleiner Spoiler, ist hier schon mal vorbereitet. Ich muss es nur noch beleuchten und dann mit dem Ganzen hier verbinden. Und ich glaube, das wird eine ganz nette Konstruktion. Und ihr seht auch jetzt schon, dass ich das Dach etwas moderner gestalte. Denn ich möchte tatsächlich diesen Veränderung, diese Kombination aus neu und alt haben. Einfach, damit das Ganze hier ein bisschen moderner aussieht. Auch weil, wie gesagt, das hier hinten ist natürlich viel neuer als das eigentliche Bahnhofsgebäude. Auch das Innere des Bahnhofsgebäudes ist natürlich jetzt nicht alt, sondern auch relativ neu. Und das möchte ich auch noch draußen mit rausnehmen. Und ich denke, das wird sich hier gleich demnächst zeigen. Ich habe jetzt mal hier drin das Licht ausgemacht und vor allem das Dach draufgebaut, inklusive der Beleuchtung. Und jetzt seht ihr mal, wie das Ganze hier aussieht. Es ist relativ hoch, ist aber erstens Absicht, weil das natürlich zur Höhe des ganzen Gebäudes passt und wir dann hier gut am Ende des ersten Stockwerks abschließen. Zum anderen haben wir relativ viel Platz, um reinzuschauen und dann auch was zu sehen. Ebenso ist davon auch der Sinn, dass hier oben das relativ viel Glas ist, damit man einfach als Zuschauer relativ gut hier reinschauen kann. Ich finde auch den Kontrast zwischen diesem relativ klaren Glas und den Glasbausteinen, sage ich jetzt einfach mal, ganz nett. Und es ist sehr hell, muss ich sagen. Es ist natürlich jetzt im Raum draußen noch auch sehr hell, das heißt, hier drin ist noch keine Dunkelheit im großen Sinne, aber ich überlege tatsächlich, ob ich da nicht noch irgendwie hier hinten bei der Verbindung einen Regler reinbaue, der eben mir erlaubt, das ein bisschen runterzudrehen, damit es nicht so hell ist. Ich will aber trotzdem eigentlich zwischen jeder Säule LEDs haben, damit einfach diese Gesamtbeleuchtung existiert. Es ist relativ wenig Schatten. Ich finde, es hat so ein bisschen was, vom Bahnhofsbeleuchtung. Ich finde, die ist eigentlich mal relativ hell auf jeden Fall. So viel zum Thema Beleuchtung etc. als auch eben Bahnsteig. Beleuchtung natürlich wie immer mit Illuminator Bricks. Meinen Beleuchtungspartner findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder hier oben irgendwo einen Link. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist ein super System. Nutze ich tatsächlich in der ganzen Stadt und inzwischen auch einiges an LEDs. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Figuren hinstellen, damit der Bahnsteig oder das Stückchen Bahnsteig ein bisschen belebter wird. Ihr seht jetzt aber auch, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, wie viel Bahnsteig uns da noch fehlen wird. Und das hat schon viele, viele Steine als auch Zeit gefressen. Aber es wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, weil ich ja inzwischen weiß, wie das Ganze dann aussehen soll. In der Mitte, in den Bahnsteigen, wo man links und rechts dann aussteigen und einsteigen kann, da wird das dann noch ein bisschen anders gebaut werden. Aber das schauen wir uns dann mal an, wenn es soweit ist. Vielleicht mache ich jetzt auch noch schnell hier ein bisschen die Straße weiter. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich jetzt noch finde für dieses Update. Ansonsten bin ich schon mal sehr zufrieden mit dem, was ich hier geschafft habe. Auch hier sind wieder sehr, sehr viele Steine und damit auch einiges an Budget reingeflossen. Aber ich bin zufrieden damit. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und hier seht ihr das Endergebnis für den heutigen Tag. Ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr dazu gekommen, hier die Straße noch groß zu machen. Das machen wir in einem der nächsten Updates. Ich habe ja alles schon vorbereitet, aber ich habe jetzt hier noch einiges an Figuren hinzugestellt mit ein paar bisschen Storytelling. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Figuren hinzugekommen. Wir haben hier jemanden mit seinem Handy, der einfach auf den Zug wartet. Hier eine Mutter mit ihrem Kind, die haben Popcorn dabei. Das Kind kriegt gerade ein bisschen Popcorn. Der Mann hier wartet mit seinem Hund. Und hier sind Vater und Sohn, die waren auf irgendeiner kleinen Abenteuerreise. Der Sohn hat sich gerade noch ein Croissant geholt. Der Vater sitzt hier auf der Bank. Und ich denke, das sind ganz nette kleine Geschichten. Hier ist noch jemanden sein Donut runtergefallen, fand ich auch ganz nett. Mal schauen, was wir da hinten noch machen. Bin ich noch nicht ganz sicher, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber das ist so ungefähr das, was ich mir vorstelle, was das Thema Bahnsteig angeht. Und wie gesagt, wir haben auch hier noch ein bisschen an der Front geschafft. Gefällt mir auch ganz gut. Ihr seht jetzt das kleine Stück hier von dort bis da ist das letzte Stück, das jetzt noch fehlt.
um beim Bahnhof die Außenfront des Erdgeschosses fertig zu haben. Also nicht mehr viel, auch wenn noch viele Steine reinfließen müssen, aber nicht mehr viel auf jeden Fall. Und auch hier der Übergang, ich habe es glaube ich noch gar nicht erwähnt, ich habe hier noch ein bisschen Grün reingebracht, wurde nochmal erwähnt, dass es hier vielleicht ein bisschen zu ungrün ist und ich dachte, hier ist eine ganz gute Stelle, um nochmal ein bisschen Grün reinzubringen. Ich glaube, das Ganze wirkt auch nochmal ein bisschen besser, wenn die Straße dann hier fertig ist und da auch noch ein bisschen Leben dazu kommt. Müssen wir mal schauen, was wir genau machen. Und natürlich noch mehr, wenn dann der Bahnhof nach oben wächst, dann ist es ja nur das Erdgeschoss. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nähern uns den 9.700 Abonnenten. Das Ziel der 10.000 in diesem Monat liegt zum Greifen nahe. Ich bin gespannt, was sich ergeben wird. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue und vielen Dank für all euer Lob, eure Kommentare, euer Zuspruch, all die Geschenke, die über all die Monate dazugekommen sind. Und ich freue mich einfach über alles und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber bauen und tschüss.